Ja, hallo Monika, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Carola. Wir kennen uns ja nun auch schon einige Monate. Erzähl doch mal, wie es dir damals ging, als wir uns kennengelernt haben. Ja, also an dem Punkt, das war Weihnachten 24, ging es mir so schlecht, dass ich gedacht habe, ich hab keine Lust mehr, ich kann nicht mehr. Ich war Mhm. am Ende meiner Kräfte, ich habe 24 Stunden am Tag Schmerzen gehabt. Ich habe eine Unruhe in meinem Körper gehabt. Ich kam aus einem Art Dauerstress überhaupt nicht mehr raus. Mein ganzes Leben war davon geprägt, dass ich mich nicht bewegen konnte, ich konnte nicht mehr laufen. Ich Mhm. musste mir Alternativen suchen. Ich konnte mich teilweise nicht mehr anziehen. Ich konnte mir meinen Popo selber nicht putzen, nachdem ich auf der Toilette war. Ich war am Ende im Grunde genommen meines Daseins und habe dann das berühmte Buch gelesen, sozusagen, und das hat alles geändert. Ganz Äh, kurz eben für alle, die das nicht kennen, es ja, wird eine Menge Leute geben, die jetzt nicht wissen, wovon du sprichst. Du meinst wahrscheinlich das Buch von Dr. St. Amand zur Guaifenesin-Therapie. richtig. Mhm. Das ist sozusagen Weihnachten bei mir gelandet, durch irgendwelche Wege, die ich gar nicht mehr weiß. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, der Mensch schreibt über mein Leben. Der Mann weiß genau, von was er redet. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, jemand erkennt mich. Ich werde Mhm. das erste Mal wahrgenommen in meinem Leben. Und es waren plötzlich alle Zusammenhänge da. Und schon von meiner Kindheit an war mir klar, dass alles, was ich gemacht habe und nicht gemacht habe, war ein Grund der Fibromyalgie. Also das war so wie so eine Erkenntnis, die einfach mir erstmal einen völligen Zusammenbruch, aber dann auch die Kraft gegeben hat zu sagen, jetzt stehe ich auf und jetzt ändere ich es, ja. Und dann bin ich ja zu dir gekommen, schon nachdem ich Guifiasin für mich selber eingenommen hatte. Ich habe das einfach entschieden, ich habe das bestellt und eingenommen und ab der ersten Einnahme, es kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ab der ersten Einnahme hatte ich keine Schmerzen mehr. Ich habe da gesessen, ich habe gewartet, kann nicht sein, mir tut nichts weh. Also, und auch dieses nach und nach mit jeder Einnahme wurde dieser Körper ruhiger. Dieser Stress nahm ab. Heute ist es so, das, was man als Frieden bezeichnet, das ist Mhm. eingekehrt in meinen Körper, was unvorstellbar war, was vorher dagegen so unerträglich war. Ja, es sind heute immer noch genug Dinge da und es ist nicht perfekt, aber es ist eine Wandlung, die man gar nicht in Worte eigentlich fassen kann. Für mich fing da wieder Leben an. Und mit jeder Maßnahme, die ich gemacht habe, wurde es noch besser. Ich habe mich ja dann mit Vitamin D3 einstellen lassen. Plötzlich war meine Haut besser, die Entzündungen, ich spürte richtig, wie mein Körper sich erholt hat von allem. Und auch mit dem Omega-3 zu 6, was wir ja gemacht haben. Also diese drei Bausteine, die haben wir wirklich, und die sind auch leicht für mich. Also die kann ich umsetzen. Wo ich ein bisschen Probleme habe noch, ist mit der Ernährung. Mhm. Ich habe 57 Jahre sozusagen mich, sage ich mal, nicht wirklich gut ernährt. Und jetzt von heute auf morgen es richtig zu machen, fällt mir sehr schwer. Ich bin Mhm. dran, aber es ist sehr schwierig für mich. Alles andere Mhm. ist mittlerweile leichter geworden. Du hast vorhin gesagt, von der ersten Kapsel Guaifenesin hast du eine Veränderung gespürt und hast sogar Ja, gesagt, du hast sogar gesagt, keine Schmerzen mehr. ja, Ich meine, ja, es ist ja nicht so, dass du jetzt immer noch schmerzfrei bist, oder? Du nein. hast doch auch Also Schmerzen. wir reden von verschiedenen Schmerzen. Ich habe auch jetzt in dem letzten Dreivierteljahr für mich, wo ich denke, Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Also es sind verschiedene Schmerzen, sie laufen auf verschiedenen Ebenen. Der Ursprungsschmerz, der ganz schlimme Fibroschmerz ist wirklich dieses auch, dass der Körper gar nicht mehr sich erholen kann. Also ich habe die letzten Jahre vor der Einnahme das Gefühl gehabt, ich war in einer Art Dauerstress. Mein Mhm. Körper fühlte sich an, als wenn ich ständig am Hochleistungssport machen würde. Allein nur durch Sitzen war ich schon völlig fertig. Also, und dann waren Schmerzen, die gingen von der Haarspitze bis zu den Fußnägeln. Es gab keinen Punkt an meinem Körper, der Okay. nicht wehgetan hat.
Und heute kann ich sagen, ah, mir tut die Schulter weh. Und das ist schon eine Beruhigung, dass ich sage, ich kann es differenzieren auf eine Stelle. Der Mhm. Schmerz ist da und er ist auch in Phasen natürlich, wenn man das Guifesin ja dann erst einstellt, da kommt ja dann erstmal diese Erstverschlimmerung oder dieser Schub Mhm. und dann wird es wieder besser. Aber das sind Schmerzen, das ist gegen das davor überhaupt nicht zu beschreiben. Es sind erfassbare Schmerzen und das andere war ein unerträglicher Zustand, wo man sich denkt, so kann doch ein Mensch nicht leben. Und man Was fühlte ha sich von den Ärzten und von allen auch auf der Strecke gelassen. Es hat keinen interessiert. Ich habe Mhm. Diabetes 2 ja noch. Und da hat mein Diabetologe gesagt, weil ich gesagt habe, kann abends nicht spritzen, ich bin so müde. Das kann nicht sein, sagt er zu mir. Mhm. Von was sind Sie müde? Da sage ich bin völlig erschöpft. Da habe ich ja noch nicht gewusst, dass ich Fibromyalgie habe und habe mich völlig unverständlich gefühlt. Er konnte das nicht verstehen, dass ich abends keine Kraft mehr hatte, mir mein Insulin zu spritzen. Ich war manchmal nicht in der Lage, mich um mich zu kümmern vor lauter Mhm. Schmerzen und vor Mhm. lauter, ja, diese ständigen Stress, den man in sich hatte. Ich glaube, da finden sich auch viele drin wieder, was du gerade beschreibst. Diese Ohnmacht auch und einfach wirklich auch nicht mehr zu können, diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast. Das ist wie luftleerer Raum. Also er konnte es nicht erfassen oder der Gegenüber kann das dann gar nicht erfassen und verdrängt es dann. Also man hat dann das Gefühl, man ist ausgegrenzt, ja. Und das ist so ein Gefühl, was ich von Kindheit an schon kenne. Ich gehöre nicht dazu. Ich muss irgendwas Außerirdisches sein, etwas Außergewöhnliches Mhm. sein, was hier nicht hergehört. Mhm. Jetzt im Nachhinein mit der Erkenntnis, dass es alles meine Krankheit war, macht es auch von mir selber etwas ja angenehmer, wo ich sage, ja, du hast gar nicht anders machen können, ja. Ich selber kam mir ja manchmal bekloppt vor, ja. Bin in die erste Klasse gegangen, in die Schule rein. Ich habe mich umgeguckt und habe gedacht, das kann nicht sein. Ich kann keinen Raum mit 30 Menschen hier Aushalten. soll ich mich hinsetzen und jeden Tag und 10 Jahre, das war für mich, in diesem Moment war das nicht erfassbar, dass ich sage, das kann Ah. nicht sein, das kann man mir nicht antun. Ich habe nur gelitten, ich war in einem Stress, ich konnte gar nicht denken und lernen, weil ich nur den Stress hatte mit meinen Mitschülern, ja. Die waren mir alle zu eng, das war mir alles, ich habe das nicht erfassen können, ja. Ich konnte nie wie andere, auf eine Disco, in eine Disco gehen oder so. Das wäre mir viel zu eng gewesen. Ich konnte auf keine Veranstaltungen, wo Hunderte oder tausend Leute sind. Das hätte ich gar nicht geschafft. Und ich kam mir dann immer bekloppt vor, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Du bist jung, du bist gesund, du musst doch das alles mitmachen. Aber ich konnte nicht. Ich habe mich selber dann ausgegrenzt von der Gesellschaft. Also hat das Guaifenesin zum einen im Bereich Schmerzen schon mal eine Menge bewirkt bei dir und zum anderen aber auch auf also auf der psychischen Ebene ja auch, dass du einfach Auf, erkannt hast, auf jeden ich Fall. habe das Beste gegeben, ich habe alles gemacht, was ich konnte und es hat Ja, trotzdem nicht gereicht, ne? ja, Aber richtig. es ist Ja, keine Typsache oder ich bin ja, es ist keine Charaktersache, sondern ja, ich ja, bin und so krank. war, ja, genau. Und dieses, ich bin krank, das war ja sowieso, also mein Elternhaus hat immer gesagt, wenn du dir das nicht einbildest, dann bist du auch nicht krank. Also Ah, allein mit mir mich zu beschäftigen, dass ich sage, und jetzt hast du so eine Krankheit, war auch schon schwierig. Also auch das ist ein Prozess, aber durch diese Ruhe, durch das Guifiasin, dass dieser Frieden in mich eingekehrt ist, ja, habe ich so diese Kraft. Ich kann endlich zu sagen, ja, du musst das so und so machen oder du kannst das nur oder so und so machen, weil du krank bist. Also das ist auch so etwas von mir selber, wo ich sage, mhm. ja, es ist meine Kraft, die ich da bekomme, ja, die mir Ja, das ja, toll. Guifiasin zurückgegeben hat, ja. Etwas, was ich mir auch als Kind gewünscht hätte. Einfach so ein Gutzle, so etwas, ein Bonbon, etwas Gutes, was mir was Mhm. Gutes tut. Und so empfinde ich das, ja. Also es ist Mhm. wirklich für mich die Wandlung eines Lebens, ja, also Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, mit 57, ich bekomme ein neues Leben, ja. Wahnsinn. Was war dann bei dir der nächste Schritt? Du hast ja erzählt, du hast mehrere Maßnahmen umgesetzt. Was kam als nächstes? Gut, dann kam es natürlich sehr schnell an, auch mit beiden, dass ich das D3
da habe ich das Gefühl gehabt, ich war in einer Depression, also das Licht war aus. Durch das D3 war plötzlich, hat einer in meinem Kopf den Schalter umgeschaltet und hat gesagt, du, da ist Licht, da ist Sonne. Also die habe ich jahrelang nicht gesehen, die habe ich durch das D3, ist wie eine Art Licht angegangen. Du hast dann deinen Vitamin D-Spiegel überprüfen lassen. Der war Ja, dann im Keller. der war überhaupt nicht mehr da, genau. Also der war unter nicht messbar, sagte sie, ja, also. Wahnsinn. Ja, und das war natürlich auch dann die Depression in Anführungszeichen, die vor Weihnachten dann so schlimm war, dass ich wirklich gedacht habe, ich gebe den Löffel ab, ja, ich kann nicht mehr. Und jetzt war plötzlich Licht und es ist eine Energie, auch was das Vitamin D angeht, ja, ganz, ja. Und ich weiß jetzt Stimmt. nicht, was genau, ob das D oder das Omega auf jeden Fall heilt plötzlich meine Haut. Ich habe ganz schlimme Hm. Entzündungen gehabt. Ich habe eine riesengroße Fläche gehabt, die 3 Jahre lang geeitert und geblutet hat, wo ich mit Antibiotika, mit wirklich mit allem schon und es hat nichts geholfen und das ist jetzt, als wäre nie was gewesen. Alles weg. Also die Haut ist, ja, die Haut ist alles geheilt. Ich hatte sogar das Gefühl, meine Kopfhaut fing dann plötzlich an zu jucken eine Zeit lang und jetzt ist es, das ist alles wie geheilt jetzt. Ja, also da sind wir ja zusammen in der Beratung gewesen beim Vitamin D und beim Omega-3 und du hast völlig recht, wenn du sagst, es ist beides beteiligt, ne? Die Entzündungen sind da seitdem weg. Ich habe immer in den Händen wie so rheumatisches. Es ist aber ja kein Rheuma. Es ist ja die Hm. Fibromyalgie, die es wirkte wie Rheuma, wie geschwollen und entzündet, die Gelenke. Und auch so die Übergänge in den Gelenken, die Faserenden sozusagen, sag ich mal, die sind einmal durch das Guifirsin abgebaut worden. An den Stellen habe ich richtig gemerkt, wie das Phosphat Okay. hier rausgeht, aber auch, dass die Entzündung von innen weg ist durch das Omega-3. Genau, und das ist typisch bei Omega-3, diese entzündlich oder diese Schmerzen, die wie als entzündlich wahrgenommen werden. Da Ja, wirkt eben, das ist, und du hattest ja auch da eine enorme Schieflage. Da ja, warst du ja, deine Werte waren ja wirklich, ja, wirklich wichtig, dass du da Maßnahmen ergreifst auf und jeden Fall, ja, ja. bist ja jetzt da auch in einem guten Bereich und das ist toll, dass du das so deutlich spürst. Jetzt haben wir ja noch einen weiteren Punkt. Wie ist denn das bei dir mit dem Essen gewesen? Du hast ja nun auch schon erzählt, du hast auch Diabetes. Was hat dich jetzt bewegt, da deine Ernährung umzustellen? Gut, wirklich der Ausgangspunkt war die Logik, als Diabetiker muss ich nach den Kohlenhydraten gucken. Ja. Und wenn ich sie ganz runterschraube, was bei dem Low Carb, High Fat ja ist, ich gehe ja in einen Bereich, der ist ja ganz, also der ist als Diabetiker zum Beispiel ja nicht mehr messbar. Ich brauche keine Einheiten Ah, dafür. okay. Mhm. Mhm. Also es war für mich von der Logik her schon, dass ich gesagt habe, das ist genau die Ernährung, die nicht nur der Fibromyalgie wahrscheinlich gut tut, sondern Mhm. auf jeden Fall messbar auch meiner Diabetes. Und das ist so. Also seitdem ich die Ernährung so mache, ich habe einen Sensor durch die Diabetes, wo ich wirklich sehen kann, das funktioniert, da muss ich nicht spritzen. Und in dem Moment, wo ich was Falsches esse, sagt auch mein Sensor mir sofort. Also ich kriege meine Rückmeldung nicht nur, dass ich dann Schmerzen bekomme, die ich einfach dann wieder habe, das sind dann wie Entzündungsschmerzen, Mhm. sondern ich habe auch einen hohen Zuckerspiegel dann Mhm. natürlich. Ja. Also ich kann es regelrecht messen, was passiert. Ja. Ja, Ja, das ist ja unglaublich. Also, du sagst gerade, du konntest durch die Ernährungsumstellung dein Insulin reduzieren. Habe ich ganz dich weg. richtig Ja, verstanden? ja, ja, Ganz ja. Ich weg. bin dabei. Ganz Also weg. tagsüber brauche ich gar keins mehr. Was ich noch habe, ist ein Thema, was ich jetzt angehen will, ist die Nacht. In der Nacht brauche ich immer noch Insulin. Und das ist aber das Einzige, was noch übrig geblieben ist. Also das Essinsulin, wenn ich esse und Insulin, das brauche ich nicht mehr, weil ich jetzt ja keine Kohlenhydrate mehr esse. Was hat das denn mit deinem Empfinden gemacht? Was hat sich denn durch die Ernährungsumstellung noch an Symptomen, auch auf den Diabetes bezogen natürlich, aber auch auf Fibromyalgie, was hat sich dadurch geändert? Ja, der Körper ist
leichter geworden. Ah, du Es hast auch ist, abgenommen, ne? ich habe aber ganz langsam, also ich kenne ja Phasen, dass ich radikal abgenommen habe. Ich habe Mhm. schon teilweise bis zu 80 Kilo abgenommen. Das möchte ich jetzt auch nicht. Jetzt geht das Mhm. ganz sanft runter und ich merke auch, dass mir das genau gut tut. Also diese Mhm. ganzen Fettpölsterchen wandeln sich um. Und dadurch, Mhm. dass ich mich auch wieder ein bisschen mehr bewegen kann, genau Mhm. eigentlich so, wie man immer sagt, so sollte man abnehmen. Aber hier ist es halt die Zugabe zu allem, das ist im Grunde genommen eine Beigabe nur. Es ist ja nicht die Hauptmotivation, ja. Die Hauptmotivation Naja. ist, dass es mir besser geht. Diese Heißhungerattacken sind weg. Das nach süß ist weg, ja. Es macht Spaß, sich gesund zu ernähren. Also das ist Mhm. einfach so was, und das ist mir wichtig, weil ich kann es nicht, ich habe viele Male schon versucht umzustellen, dass ich gesagt habe, du musst das, aber so richtig war es nie von der Überzeugung. Aber das hier ist der richtige Weg. Also ich spüre, dass es genau das Richtige ist für mich, aber dass ich meine Zeit brauche. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, die du da uns hier präsentierst, wenn man bedenkt, wie du erzählt hast, wie es dir Weihnachten letztes Jahr noch ging und im Zustand du heute bist. Und da lass uns doch noch mal ganz kurz einsteigen. Wie geht's dir heute? Was sind noch deine Beschwerden? Was hat sich für dich total verändert? Auch dein Alltag vielleicht. Du sagtest ja auch zum Beispiel, du konntest überhaupt nicht mehr laufen, Mhm. ne? Ja, also ich habe umgestellt dann aufs Fahrrad. Ich habe ein kleines E-Bike. Und ich mache auch heute allerdings die Strecken auch immer noch lieber mit meinem E-Bike. Also Mhm. ich habe mein Leben so eingerichtet, dass ich sage, damit, aber ich muss keine Angst mehr haben. Ich komme auch von einer Straße in die nächste zu Fuß. Und ich lasse auch oftmals dann das Rad schon stehen und ja, und versuche dann Strecken zu laufen. Aber es ist immer noch, das ist schwierig, aber es ist wieder möglich. Also, und das hätte ich mir nie vorstellen können, ja, dass ich wirklich mich mal so wieder bewegen kann. Und vor allen Dingen, ich kann gehen und ich habe keine Schmerzen, ja, das ist ja auch was. Ich hatte ja sonst, da hat mir ja wirklich bei jedem Schritt, jede Faser, alles in mir hat wehgetan. Und wehgetan so dieses mit dem Stress, also dass man das Gefühl hat, man läuft Marathon, obwohl man sich fast gar nicht bewegt hat. So etwas, ja. Also mein Körper lief auf Hochtouren. Was jetzt, Mhm. der Herz-Kreislauf, also sowas, das ist viel weiter runtergefahren, normaler. Auch das spüre ich, dass das, also ich war in einem Pulsbereich, als würde ich Berge steigen, bloß wenn ich ein paar Meter gegangen bin, ja. Ja, und das mit dem Rad ist, damit bin ich natürlich. Wir sind durch den Schwarzwald mit dem Rädchen und also wir machen riesige Strecken mit dem Fahrrad, ja, was toll ist für mich. Ich Und fahre vorher hier ging sowas gar nicht. gar nicht, nein, ich konnte nicht mehr raus und ich konnte nichts mehr anschauen und ich bin so ein Mensch, ich brauche das. Also es ist, mein Leben ist wieder zurückgekommen dadurch, ja. Tolle Geschichte. Das ist wirklich unglaublich und ich freue mich, dass es dir so gut geht. Monika, vielen Dank nochmal an dich. Gerne, Carola. Wer mehr darüber wissen möchte, worauf es beim Omega-3 ankommt, wie solch eine Therapie abläuft, wie man Fehlkäufe auch vermeiden kann, der schaut am besten in dieses Video rein, hier, was ich jetzt einblende. Und wer sich auch für die Ernährung interessiert, welche Symptome damit zusammenhängen können und worauf es bei der Umsetzung ankommt, der findet Infos in dem unteren Video.